Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Das hat schon Mark Twain gesagt und im Endeffekt ist es das Thema, mit dem wir uns alle auch auseinandersetzen. Und seitdem gibt es immer wieder Bemühungen und Versuche, Indikatoren zu entwickeln, die es uns ermöglichen, den Wohlstand einer Gesellschaft zu messen und Vorhersagen für die Zukunft zu treffen. Bis dato waren es allerdings rein wirtschaftliche Indikatoren, wie beispielsweise das Bruttosozialprodukt. Der Deutsche Bundestag hat genauso diese Fragestellung aufgegriffen und hat deswegen die Enquete-Kommission ins Leben gerufen, Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität, um auch hier eine Kombination zu finden zwischen den rein wirtschaftlichen Indikatoren und ich nenne es mal subjektiveren Betrachtungsweisen. Jetzt ist das ein Thema, das nicht nur Deutschland betrifft. Es ist ein Thema, das international immer stärker an Bedeutung gewinnt. Zum Beispiel, wenn wir zu unseren Nachbarn in Frankreich schauen, die Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission hat genau die gleiche Fragestellung. In UK, das Office of National Statistics, auch die haben den Auftrag, bis zum Jahr 2012 einen Wellbeing-ähnlichen Indikator zu entwickeln. Und der Wellbeing-Index hat nicht nur neben seiner neuartigen Art der Entwicklung auch die Möglichkeit, einen internationalen Vergleich herzustellen. Denn was hilft uns ein Indikator, wenn wir ihn nicht nutzen können im Quervergleich? Was erwartet Sie jetzt konkret? Nun, wir sprechen über Wellbeing. Was ist eigentlich Wellbeing? Die Fragestellung, wozu brauchen wir einen Wellbeing-Index? Die Fragestellung, wie sieht es aus mit der Vergleichbarkeit des Wellbeing-Index über verschiedene Ländergrenzen hinaus? Und nicht zuletzt, was machen wir denn, wenn wir den haben? But thank you all for being here today. I just wanted to take a couple of moments and just tell you a little bit about why we launched the Wellbeing Index. So Gallup for over 50 years has been studying behavioral economics, and through our work with our world poll, we are actually able to capture a representative sample of the Earth's 7 billion people by interviewing citizens every single year in 150 different countries. And so with that data and that research, we've uncovered migration patterns. We understand how people feel about the leaders of their countries. We understand more about health, well-being, jobs. And through that research, along with a multitude of other types of research that we were studying, we noticed that there is this driving trend of increased healthcare costs across the globe, while we're seeing people have increased obesity, increased diabetes, and other overall healthcare chronic disease burdens are continuing to increase. And we're seeing from a lot of countries that the healthcare cost is close to almost 20% of their overall GDP. So this is very expensive and something that leaders at the national, community, and business leaders are all very concerned with. So as we spoke with our partners at Healthways, we started thinking about, well, if 75% of these chronic disease burdens are preventable, how do we create some sort of a metric so that we can really study this prevention or wellness or well-being? Because GDP alone, we're seeing so many countries see increased GDP, but other indicators such as health are decreasing and getting worse. So we launched our Wellbeing Index in the United States in 2008, and then of course this year we launched in Germany and the United Kingdom. And our hope for this project as we continue to expand around the world is to provide leaders with more than just traditional economic indicators, but a leading indicator of health and overall well-being. Die Weltgesundheitsorganisation in ihrer Präambel die Gesundheit insgesamt so definiert, dass das der Zustand der vollständigen körperlichen, geistigen, sozialen und sozialen Wohlbefindens ist. Und in unserer Forschung bei Gallup kommen wir deshalb zu dem Schluss, dass wir einen Index erstellen wollen, der sehr allgemeingültig ist. Und für uns ist deshalb Wellbeing etwas, das alle Aspekte des Menschen betrifft, worüber wir denken, was wir nah wahrnehmen. Ihnen sehr bekannt sein werden die objektiven Messvariablen, die eigentlich sehr allgemeingültig sind und sehr bekannt sind. Das ist das Bruttosozialprodukt, verschiedene Indikatoren zum Gesundheitszustand einer Bevölkerung, Arbeitslosenstatistik, Statistiken zur Bildung, zum Bildungsstand eines Landes oder auch zur Armut eines Landes. Der subjektive Ansatz ist der sich auf Meinungsforschungsergebnissen beruft und der also die Leute direkt befragt, wie es ihnen geht. Und in den USA sind mittlerweile schon über 2 Millionen oder fast 2 Millionen Interviews
durchgeführt worden, weil dort jeden Tag mehr als 1000 Personen interviewt werden. In Großbritannien haben wir mit monatlichen Erhebungen auch im Januar begonnen und jetzt in Deutschland seit März. Und was ich Ihnen heute präsentiere, sind sozusagen die Ergebnisse, die wir seit März erhoben haben. Es sind insgesamt 6 Bereiche, die wir als wichtig erachten und die zu jeweils einem Sechstel in diesen Gesamtindex einfließen. Und gerade jetzt im Bereich der Lebensbewertung schneidet Deutschland eben relativ schlecht ab im Vergleich zu den Briten und den USA. Wir haben hier also einen Wert von 35 und das ist signifikant unter den für das Vereinigte Königreich und für die USA gemessenen Werte. Interessanterweise, wenn man sich dann emotionale Gesundheit anschaut und körperliche Gesundheit, haben wir wieder sehr vergleichbare Werte, also die sehr ähnlich sind vom allgemeinen Niveau. Da kann man keinen großen Unterschied erkennen. Aber, und das sei jetzt mal positiv vermerkt, auch in Deutschland ist nicht alles schlecht. Bei den 3 unteren Indizes zeigt sich, dass Deutschland eigentlich sehr gut auch dasteht. Und ich hatte es Ihnen schon eben gezeigt, also wir haben ein sehr wichtiges Ergebnis, dass kinderreiche Haushalte ein wesentlich höheres Wellbeing haben, dass Menschen, die aus in einem anderen Land geboren wurden, ein signifikant niedrigeres Wellbeing verzeichnen, dass der Arbeitsplatz ein guter Bereich in Deutschland ist, aber mit Verbesserungspotenzial, dass die Grundversorgung in Deutschland auch sehr gut ist, genauso wie auch die gesundheitsfördernden Verhaltensweisen, dass aber trotzdem die Eigenbewertung des Lebens niedriger ausfällt, während viele Menschen von gesundheitlichen Problemen berichten. Und deswegen ist aus unserer Sicht ganz wichtig, dass diese Daten sehr regelmäßig zu erheben. Vielen Dank und ich möchte ganz gerne auch auf unsere Website verweisen, wo wir in Zukunft eben jeden Monat die Daten dann auch veröffentlicht werden. Wir sind ja in einer School of Public Policy und da passt das Thema wunderbar. Hier werden ausgebildet pro Jahrgang 120 junge Leute aus der ganzen Welt, aus 40 Ländern, als Manager in öffentlichen Belangen. Außerdem haben wir noch einen Studiengang für Berufstätige, etwa 40 pro Jahr. So können Sie sich vorstellen, dass ein solcher Ansatz wie dieser sehr wertvoll und sehr interessant ist für unsere Studierenden und für unsere Faculty. Deswegen begrüße ich das sehr, was hier geschieht. Ich begrüße auch, dass ein privater Finanzier das anstößt. Wir kennen das in Deutschland. Ich selbst bin jahrelang mit den Shell-Jugendstudien befasst, seit einiger Zeit auch mit World Vision Kinderstudien. Es gibt viele andere Beispiele, dass ein privater Auftraggeber dafür sorgt, dass unabhängige wissenschaftliche Forschung gemacht wird. Und meine persönliche Erfahrung ist inzwischen, dass ich lieber diesen privaten Auftraggeber mit ganz klaren Konditionen habe als Wissenschaftler, als etwa ein Ministerium, was nach kurzer Zeit doch in politische Loyalitätsprobleme hineinkommt und uns lange nicht so neutral arbeiten lässt, wie das mancher öffentlicher Auftraggeber macht. So sieht mir das auch hier aus mit einem sehr erfahrenen Institut, was sich sowieso nicht so ohne weiteres instrumentalisieren lassen wird und eben auch eigenständige Erfahrungen schon seit Jahrzehnten in diesem Bereich hat. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante, sehr starke Partnerschaft und ich finde es klasse, dass das jetzt auch nach Deutschland kommt und wir so einen breiten Zugang in diesem Bereich haben. Also ich denke, mit diesem Ansatz haben wir hier einen Vorschlag, der in die Diskussion hineinpasst, Verbreiterung des Indikatorensystems und was ich noch viel wichtiger finde, er passt auch hinein in die Diskussion und in die laufende Forschung zur breiten Fassung des Gesundheitsbegriffes. Und so denke ich, haben wir mit diesem Instrumentarium für Deutschland eine ganz hervorragende Ergänzung. Und dass das nun international vergleichend ist, das ist natürlich das Salz in der Suppe. Glück hat Konjunktur. Sie sehen im Moment fast jeden Tag oder jede Woche eine neue Veröffentlichung oder Überlegung zum Glück. Und es ist schon die Frage, warum es gerade in der Krise Konjunktur für das Suchen nach dem gibt, was Glück, was Zufriedenheit, was Wohlbefinden sein kann. Aber es ist nicht erst in der Krise die Frage entstanden, wonach streben wir,
Und insofern, was sind die Maßstäbe des Fortschritts, des wirtschaftlichen, des sozialen oder gar des individuellen? An welchen Maßstäben orientiert sich Wirtschaft und Politik? Diese Frage wird inzwischen breit aufgenommen und hier sitzen Vertreter der Bundestags-Enquete-Kommission, aber es gibt viele andere Ansätze, in denen die Thematik aufgegriffen wird. I'm going to give you the speed dating version of how we take this information and combine it with other data sets to give us new insights so that we can look into the future of what happens to well-being of people and populations going forward. The way at Healthways that we look at well-being, you've heard described essentially lots of different factors that affect all of our lives. At the individual level, we know that the things that weigh in most heavily are the communities and how we're relating to the communities that we live in, our careers or our purpose, our financial evaluation of now and into the future, what our social connectedness is, what's the strength and what's the nature of the relationships that we have with friends, families, coworkers, and then obviously how's our physical health. And those 5 areas are critically working together all at the same time. And our job is to help understand where an individual is at any given moment with their well-being, and to understand how the influences of their relative access to experts, to the dynamics of the relationships with their friends and family, what their environments are like, whether that's at home, the larger physical environment, the built environment around them, as well as what are the conditions and the nature of the environment in their work. Most of the studies that we've looked at have adults spending more than half their waking life in that work environment. Shouldn't be a surprise that there's heavy influence, and you saw that in Nicholas's data as it related to the work environment. And then obviously both kind of the formal rules and policies under which we live our lives, but also the cultures that we create in our homes, in our neighborhoods, in our towns, cities, communities, countries, and again, back into the workplace. And one of the things that we base this work on is trying to be able to forecast the future from what we know now. The power of the well-being information with other statistical information and other science allows us to better understand this relationship between modifiable behaviors and the presence and or the future development of disease or health conditions. If we were to take the Eurostat data and the well-being information that we have for Germany and begin to forecast that forward, we can see in direct expense a little over 4,000 euros, and this is per capita data, in year 1, and over the next 5 years, seeing that increase just over 16%. This is a pretty good estimate of what's in store for Germany going forward. When you take a look at this and say, and what will that change in health or well-being contribute to the relative competitiveness, the productivity of businesses in Germany and Germany overall as an economy, we know that there's about a 10% increase in lost productivity. When you combine those together, the first questions always are, can you tell from this information what the drivers are? So the top 5 things tend to account for more than 2/3 of the explanation of what's driving these economics. And here you can see it's cancer, coronary artery disease, back pain, poor lipids control, and depression in terms of the direct spend. When you look at lost productivity and the things that harbor big impact for the future, while Germany has a ways to go to catch up to the US in this regard, where over 2/3 of US citizens are overweight or obese, Germany is headed in that direction. And you can see here the impact of obesity far outweighing, no pun intended, all the other aspects here in terms of the risk factors. When you put this together and you come back to that simulation model and you put into it interventions assumed for populations, and let's just say that we looked at these
8, 9 modifiable risk factors and said per capita in Germany, wherever those are today, we're going to introduce support and programs that reduce those risk factors by 25%. So you don't have to get 100% of people changed, but 1 in 4 make improvement in 1 or more of these risk factors, and the results become pretty astounding. You forecast differently about an 11% cost reduction, 8% in productivity, almost 10% in total costs from this factor. Put it in euros. Over the next 5 years, there's an opportunity for Germany to change the course of the trajectory of well-being and the expression of how that well-being shows up in terms of the economics for Germany, just shy of 300 billion euros. We know there are very, very high costs of doing nothing differently. For the US, for the UK, for Germany, really for anywhere around the world. And that we can isolate and understand with rigorous science what the sources of the drivers of those costs are, what the sources of the drivers of that lost productivity are, and then we can build and scientifically measure and create the right support mechanisms for people to begin to take charge of their own well-being and begin to get support through their environments, through policy, through their workplace, through their family and friends in a very different manner than they have before in order to pursue and achieve higher well-being.